What an amazing event! Hier auf der Motorbike Expo gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Händler, Custom-Shows, Vorführungen, Stunt-Shows und wir schauen uns das Ganze mal ein wenig an. Ein regelmäßiger Gast auf der Motorbike Expo ist auch die Firma Pinasco. Die haben wieder eine ganze Menge ausgestellt, ihre Roller vom Rennteam, ihren E-Umbau, eine Lambretta und das hier sind ihre neuen emaillierten Auspuffanlagen. Die gefallen mir besonders gut. Gerade die schwarze Version ist ziemlich sexy. Und hier sind wir auf dem Stand der Iron Kings. Und Iron Kings, so heißt einfach die Custom Show. Ich bin schon gespannt, was wir da noch alles entdecken. Da sehen wir schon einen alten Bekannten. Der war letztes Jahr schon auf dem Zip Open Day, hat auf der Custom Show den ersten Platz gewonnen. Hier stehen wir an einem Roller von einem italienischen Customizer, Davio 95. Ein meiner persönlichen Highlights ist dieser Roller, weil ich finde den einfach schlicht und schön. Stehen wir vor einem alten Bekannten oder dem Roller eines alten Bekannten, nämlich Egik. Und Egik hat seinen Roller, den wir eigentlich schon länger kennen, aber in einem etwas anderen Lack, hat er neu designt, hat eine neue Lackierung aufgebracht, sehr aufwendig und sieht auch auffällig und cool aus. Jetzt gehen wir hier an einer ganzen Reihe von Lambrettas vorbei. Also ich finde diese hier wirklich super. Ich weiß noch nicht sehr viel über diesen Roller, aber sehr auffälliger Paintjob. Sieht schön aus. Diese schwarze ist ein Lambretta Cut Down. Darauf stehe ich ja besonders. Und Jejo hat mir schon gesagt, die wird heute hier auf dieser Custom Show zum allerersten Mal präsentiert. Mein persönlicher Favorit von dem, was ich bisher gesehen habe. Hier ist noch eine Lambretta DL mit so amerikanischen Metal Flake Kram, auch sehr spektakulär, aber noch lange nicht so spektakulär wie dieser Roller. Ein Lambretta Shopper, auch etwas, wo ich immer sehr drauf stehe, mit einem sehr auffälligen Paintjob und sehr oldschool, weil es gibt vergoldete Teile, es gibt Airbrush Paintjob, es gibt hier gravierten Motordeckel. Für mich auch einer der Top-Roller auf dieser Custom Show. Eins habe ich ja fast vergessen, dieser Roller. Futuretta, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es ist in jedem Fall ein Lambretta Shopper, wie man eindeutig sieht. Sehr schön verchromte, verlängerte Gabel. Und dann hat er hier, ich weiß nicht, was alles drin ist. Es sieht ein bisschen aus wie eine Telefonzelle. In jedem Fall streitbar und auffällig. Die beiden Sachen kann man in jedem Fall über diesen Roller sagen. In diesem Jahr ist ein Highlight für mich der Stand vom Lambretta Club Italien. Sie haben ein paar sehr schöne Roller dabei. Als erstes ist da hier der neue Roller von Federico von Chimera, also diesem Zweizylinder-Kit, den ich ja auch sehr gerne selber fahre. Ist der Rennroller von Oscar Morandi, der wird auch noch gefahren, wie sich das gehört, auch ein bisschen gesponsert von Zip. Und hier kommen jetzt mehrere alte Racer hintereinander. Da haben sie wirklich eine sehr schöne Sammlung aufgestellt für diese Ausstellung. Aber mein Lieblingsstück, das kommt jetzt, weil hier kommt eine Rennlambretta, 1962 gebaut. Und hier sieht man die Zündspule, die sehr eigen positioniert ist. Und wenn ich das so sehe, dann hoffe ich nur wirklich, dass die gut isoliert war. Das Ganze, eine sehr alte Bastelei, gefällt mir sehr gut, finde ich immer sehr schön sowas. Also generell ein schöner Stand, sie haben sich viel Mühe gegeben, schöne Exponate zusammenzusammeln und mir hat es viel Spaß gemacht, hier zu stöbern. Und hier ist der Stand einer Motocross-Rennserie mit Automatikrollern aus den 90er Jahren ungefähr. Und hier sind wir an einem Stand, der mich besonders freut. Eine echte Legende ist zurückgekehrt. Falk Racing, Lauro Caforio ist persönlich am Start und hat auch wieder neue Produkte dabei. Und das hier sind High-End-Teile, die ihr auch bei uns im Laden kriegt, nämlich von Benelli. Stellt ihr Getriebe, Kupplungen, Kurbelwellen und so weiter aus. Alles auch im Zip-Shop zu haben. Hi Leute, wir sind hier in Verona. Total geil, Hölle los. Die überlaufen uns teilweise. Und die Lambretta kommt richtig gut an. Schaut sie euch mal an, wie geil die geworden ist.
Wir haben hier Zündungen dabei, genauso wie Tachos, Stoßdämpfer. Ganz interessant, der neue Zylinder, der 200er von der T5, wird bei mir eingebaut. Definitiv, muss ich testen, Leute. Hier sind wir am Stand von 70 Helmets und Kau, der Besitzer, das ist ja ein alter Freund von Sipp, der hat ja auch mal unsere Custom-Roller bemalt und dieser Stand ist Wahnsinn. Hier auf der Messe werden unglaublich viele Dinge aufgebaut, zum Beispiel ein ganzer Trial-Kurs. Hier sieht man mal ganz schön, wie hoch so ein Hindernis ist. Also hier müssen die später mit dem Motorrad rüberfahren und hier runterspringen und dann müssen die auf das Teil springen. Das traue ich mir nicht mal zu Fuß zu ohne Bänderriss und das machen die gleich mit dem Motorrad. Jetzt sitze ich mal auf einem Motorrad, was ganz anderes. Die großen Motorradhersteller sind natürlich auch alle persönlich hier vertreten. Hier zum Beispiel ist der Stand von Harley Davidson. Da ist immer besonders viel los. Hier stehen wir jetzt auf der diesjährigen Custom Show der Motorbike Expo und es ist schon echt beeindruckend, was hier an Motorrädern steht und macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Das ist die Hall of Fame, also hier sind die Gewinner der letzten Jahre und dieses gute Stück hier, das hat es mir ganz besonders angetan. Wenn ich mir ein US-Car kaufen würde, wäre das ja mein Traumauto, so ein Chevy Nova, finde ich total geil. Sieb! Ciao, Sippe! Ciao, Sippe! Ciao, Sieb. See you next time.